So, jetzt kommen wir dazu, wie man diesen Webrahmen zusammenbaut. Dazu zählt natürlich auch der Webkamm. Das ist eine Kreuzleiste und auf der anderen Seite haben wir das auch nochmal dran. Und das breite ich nochmal aus, damit man genau sieht, was alles zu diesem Webkamm dazugehört. Dieser Webrahmen hat natürlich einen Bauplan und den zeige ich euch jetzt. So, das ist jetzt der Webstuhl in seinen Einzelteilen. Hier sind die 4 Querstangen, die den Webstuhl später stabil halten. Diese beiden Stücken halten den Webkamm. Hier haben wir die beiden Bäume, Kett- und Warenbaum, und die dazu befindlichen Kreuzleisten. Das ist das Inlay für den Webkamm. Ich hatte das Glück, ich konnte mir den selber ausdrucken. Vorher habe ich mir diese einzelnen Teile selber hergestellt aus Holz. Das dauert sehr lange. Das ist der Rahmen für das Inlay. Und dieser Rahmen wird mit diesen Gewindestangen konstruiert, in meinem Fall, oder in unserem Fall, weil man kann dadurch den Rahmen jederzeit öffnen, um eventuell diese Inlays zu tauschen. Man könnte dabei zum Beispiel ein anderes Maß wählen, breiter, dünner, na gut, dünner geht eigentlich nicht mehr. Oder einfach nur, weil eins kaputt gegangen ist. Das war mir wichtig, dadurch ist er so konstruiert worden. Dieses Stück ist eine kleine Verlängerung, weil ich vorher
versehentlich, zu knapp bemessen hatte. Ich wollte mehr Luft einbauen, dass das später mit einfacher arbeiten kann, aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe mir auch hier schnell was ausgedruckt und das dann verlängert. Somit kein Problem. So, hier haben wir die beiden Zahnräder, die später auf den Baum kommen oder an den Baumrand vielmehr und das dazugehörige, gegenüberliegende Griffstück, dass man das gut bewegen kann. Dazu gibt es diese Stopper. Die habe ich mir luxuriöserweise diesmal auch ausgedruckt. Der Winkel stimmt nicht ganz, sie tun ihren Zweck. Sie erfüllen ihren Zweck. Und man kann doch einfach ein Stück Holz nehmen, das muss dann halt ein bisschen breiter dimensioniert sein, damit das hier an der Stelle, wo es dann dünner wird, nicht bricht. Aber ein Holzstück tut es auch, wie gesagt. Ja, in dem alten Video habe ich auch noch gezeigt, wie man das auch aus Holz machen kann. Dazu zeigte ich einen kleinen Bauplan, einen kleinen Handskizzenplan, wo man mit einem Zirkel, einem Bleistift und einem Lineal einfach selber so etwas konstruieren kann. Hier der Korpus oder die Korpusstücken. Bei diesen ist es wichtig, also die Form ist einerlei. Also vorweg sei gesagt, hier wurde ich sehr dünn. Ich habe das extra so gewählt, damit es eleganter aussieht. Ich hatte mich dabei auf die Kraft vom Multiplex verlassen. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Im Nachhinein, wenn allerdings sehr viele Kettfäden anliegen, also das Projekt sehr breit wird, dann ist eine so hohe Spannung drauf, dass auch der sich dann irgendwann ein bisschen biegt. Das sieht komisch aus. Also ich würde jetzt zu 2 cm mehr raten. Das zeige ich dann auch in dem Bauplan. Wichtig ist der Abstand vom Mittelpunkt des Loches hier, der den Baum trägt, zum Boden. Das ist ein wichtiges Maß. Das muss auf allen Stücken gleich sein, auf beiden Seiten. Dieses Maß ist entscheidend dafür, für die Aufhängung von unserem Webkamm oder Gatterkamm. Dieses Maß wiederum, was sich ergibt, wenn der Gatterkamm komplett ist. So. Diese ganzen Maßen bedingen einander, dass es später funktioniert. Damit der Faden richtig gespannt ist und sich ein sauberes Fach ergibt. So, diese Einzelteile gilt es dann gleich herzustellen. Das Schöne ist, ich habe ja eben schon erklärt, dass es gewichtige Maße gibt, sollten eingehalten werden. Alles andere, was Form angeht, kann jeder für sich selber wählen. Viele Dinge ergeben sich auch erst noch. Eine wichtige Sache noch, die ich noch zeigen kann, ist die Position vom Zahnrad zum Stopper. Wie finde ich die denn raus? Eigentlich, das Zahnrad ergibt sich durch den Baum. Die Position ist festgelegt. So, ich nehme das andere Zahnrad. Dadurch kann man dann später selber wählen, wie man es gern hätte. Man will natürlich das so dran haben. Das heißt, man dreht dann am Zahnrad, am Baum und irgendwo wird man dann merken, aha, hier ist eine gute Position. Dann hat man natürlich hier schon ein vorbereitetes Loch in seinem Holzstück wahrscheinlich und dann kann man dann da anzeichnen, Loch bohren und hat dann seine Position. Ich sage es schon mal jetzt, falls ich es nachher vergesse. Die Maßen, die so wichtig sind, haben wir alle vorgegeben, die sind im Bauplan enthalten. An die würde ich mich tatsächlich halten, vor allem was den Webgatterkamm angeht. Ja, und jetzt fangen wir doch mal einfach mit dem einfachsten an. So, das sind jetzt die Querleisten, die später den Korpus halten. Ich habe mich hier für Kiefer-Fichte entschieden. Was genau, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. So, die Breite beträgt etwa 4,5 cm und die Dicke etwa 1,9 würde ich sagen. Die Länge beträgt in diesem Falle 80,6 cm. Ja, und diese Leiste brauchen wir jetzt 4-mal. So, kommen wir jetzt zum Korpus. Wir brauchen 2 Bretter oder ein großes. Jedenfalls sollte das, also wenn es 2 Bretter sind, das Brett die Maßen haben, sollte etwa 20 cm haben. Die Höhe
Und die Länge etwa 110. Wenn wir das Brett dann haben, also etwa 20 mal 110 cm, können wir dann da diese Skizze anfertigen. Und als Vorlage kann man zum Beispiel den hier wählen. Was jetzt halt entscheidend ist, wichtig ist der Mittelpunkt von der Achse zum Boden. Der beträgt hier 16 cm. Und natürlich, ich überprüfe gerne immer wieder. Beim ersten Webstuhl habe ich da auch noch einen Fehler entdeckt. Aber das stimmt schon alles. 16 cm. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten beider Löcher beträgt exakt 101,5 cm. Diese Maßen würde ich dann erst einmal auf das Stück Brett anbringen und dann würde ich entsprechend herummalen. Wir müssen bedenken, dass wir noch einen Stopper brauchen. Das heißt, so kann es nicht aussehen. Es braucht also noch ein bisschen Holz, um den Stopper anzubasteln. Da kann man sich eine Skizze nehmen, kann ein bisschen rumprobieren, findet man raus. Hier würde ich mehr Holz stehen lassen. Multiplex ist sehr stabil. Anderes Holz, da würde ich doch einen Zentimeter oben drauf geben. Das ist halt sehr dünn. Ansonsten kann man natürlich da auf Holz auch sparen. Das macht das Gewicht leichter, wo man kann. Und es sieht auch noch ein bisschen hübscher aus. Einfach rund machen und dann seinen Ideen folgen. Man kann sich auch diese Idee hier abgucken. Ich wiederhole aber nochmal. Hier würde ich statt, was habe ich hier gewählt, als niedrigsten Punkt 2 cm etwa. Also ich bin von dem Punkt einmal hoch hier, 2 cm, da würde ich doch Tatsache auf 4 gehen, dass man bei 4 das macht. Wir haben jetzt die Form, die wir wünschen, anhand der Maßen auf einem Stück Brett. Und jetzt können wir uns das aussägen, am besten mit einer Stichsäge im Heimwerkerbereich, da sollte das relativ schnell gehen. Kommen wir zu Detail, genau. Kommen wir zu der Halterung für den Webkamm. So, die Maßen sind schon fix vorgegeben und dieser funktioniert jetzt. Im alten Video habe ich ja gesagt, dass das doch alles noch nicht ganz perfekt war. Das habe ich hier mit eingehen lassen und jetzt funktioniert das sehr gut. Also wir können wunderbar damit arbeiten. Deswegen gebe ich am besten diese Maßen auch weiter. Nicht wundern, die Schnur steht ein bisschen nach oben und nach unten unter Spannung, aber das funktioniert. So, wir haben jetzt hier 5 cm. Hier will später der Webkamm andocken. Die nächste Leiste wäre dann vom Boden gerechnet 11 cm. Und das nächste wichtige Maß sind dann 19 cm. Das auf beiden Seiten. Das Fach ergibt sich natürlich durch die Maßen von dem Webkamm. Die Gesamtmaßen des Brettes, was man wählen sollte, sind etwa, wenn man ein bisschen Spiel haben will, 18 cm und 21 cm reicht. Diese Halterung ist gedacht für 2 Webkämme, für schönere oder sagen wir kompliziertere Muster. Wenn man aber allerdings nur einen braucht, dann braucht man natürlich auch nur eine Seite anfertigen. Dann braucht man hier natürlich keine Haken. Auch hiervon brauchen wir natürlich 2, wie beim Korpus. Kleiner Zwischenstand wäre jetzt, dass wir bereits diese Dinge angefertigt haben. Und nun folgt der Webkamm. Also mein Vorschlag ist, von vornherein den Webkamm zu kaufen. Und danach dann halt auch das Maß neu zu definieren. In meinem Falle habe ich jetzt dieses Inlay, hat eine gewisse Breite. Diese Breite passt genau in die Nut, die ich zuvor in einen der beiden Rahmenteile eingearbeitet habe. Natürlich auf beiden Seiten. Dadurch wird das Stück gehalten. Diese beiden Stücken haben natürlich ein Maß. Dazu kommen wir jetzt möglichst klein gehalten, damit das Gewicht gering ist. 2 cm in der Breite, 2 cm in der Höhe.
Beide Stücken sind nicht gleich lang. Das hat seine Gründe, hat was mit der Halterung zu tun und mit dem Korpus. Das zeige ich später. Ich würde vorschlagen, beide erstmal gleich lang zu machen und später die Länge zu verändern. In diesem Falle wären es 2 Stücken mit, sagen wir, etwa 83,8 cm. Die Lochposition liegt etwa bei, sagen wir, 4,6 cm. Dieses kurze Stück muss später hier reinsetzen. Das ist so kein Problem, allerdings dieses Stück würde hier herausragen, was aber nicht geht, weil hier der Korpus gegen ist. Oben kann es rausragen, da ist kein Korpus im Weg, aber hier unten schon. Dadurch ist das untere Stück vom Webkamm kürzer gehalten. Damit nicht so etwas wieder passiert und nötig wird, würde ich vorschlagen, dass dieses kürzer, wie viel kurz es sein soll, später bestimmt wird. Zuerst beide auf die maximale Länge, die man braucht, und dann später kann man dann immer noch mit Bleistiftstrichen arbeiten und dann die Länge neu definieren. Bei den Gewindestangen habe ich mich, soweit ich das recht sehe, für die Größe 5 entschieden. Die Länge in meinem Falle war nötig, das waren 13,5 cm. Die Warenbäume und die Kreuzleisten. Machen wir das Einfachste vorneweg, die Kreuzleisten. Ich würde etwa dieses Format wählen, was wir hier haben. Da handelt es sich um Hartholz, also Buche. Nicht was anderes, Weichholz ist nicht gut genug, Hartholz. Da haben wir etwa 3 cm Breite und naja, nicht ganz 1 cm Dicke. Die Länge beträgt genau 80 cm und ist bei beiden Kreuzleisten gleich. Auch das Maß ist etwa gleich, kann gleich gewählt werden. So, das Maß der Kettbäume. Ich rechne erstmal zusammen mit der Verbindung hin. Ich habe hier ein Viereck reingeschnitten und auch dieses Holz sollte dran bleiben, also muss es mitgemessen werden. So, dann haben wir hier 86,2 cm. Der Durchmesser beträgt 3 cm etwa. Und jetzt kommen wir zu den Besonderheiten. Wir sägen ein Viereck hinten ein. So, dafür, um dieses Viereck zu konstruieren, nimmt man sich ein Lineal, am besten keinen Zollstock, so wie ich. Jetzt wisst ihr auch, warum die Vierecke so komisch bei mir aussehen. Ungefähr so. Dann zeichnen wir einen Kreis drumherum, nämlich die Höhe. 1 cm hätte ich, glaube ich, gesagt hier. Ich schaue mal kurz nach. 0,9 gewählt. Okay, dann machen wir 0,9 als Bezugspunkt. Zack. Und dann mache ich mir einfach ein paar Punkte hier hin. Und die verbinde ich dann. Und so weiter und so weiter. Jetzt sägen wir diese markierten Stücken einfach ab. Ups. So. Zack, 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 zack. Bis zu der markierten Position. Zum Schluss nochmal hier rumgesägt und es ergibt sich das Viereck. Und für dieses Viereck ist natürlich diese Form gedacht, damit es sich nicht verdrehen kann. Damit es stabil ist,
und die gesamte Kraft wirklich keinen Schaden anrichtet. Wenn es rund wäre und Leim, das würde sich alles lösen. Jetzt haben wir diese beiden Stücke, einmal das Zahnrad, einmal die Hilfe fürs Handling. Und wir kommen zu den Maßen. Wir haben hier ein Maß von 8 cm Durchmesser und hier ein Maß von 6 cm Durchmesser. Diese Stücken kann man, wie man sieht, auch leicht aus Holz fertigen. Das ist relativ leicht. Wie man das macht, sieht man in dem vorherigen Video, was schon mal gezeigt wurde. Nun brauchen wir auch einen Stopper. Den Stopper kann man sich auch aus Holz bauen. Da würde ich aber vorschlagen, dann die Maßen. Ich würde etwa 1,5 bis 2 cm nehmen. Bei diesem, wenn es aus Holz gefertigt ist, Zahnrad. Bei dem Stopper das gleiche Maß in der Breite, wie das Zahnrad als Breite hat. Und die Dicke, wenn man so rauf guckt, die Dicke habe ich jetzt hier 1 cm gewählt. Wenn man das aus Holz macht, empfehle ich 2 cm, auch wenn es klobig aussieht. Man muss ja, wenn man ein Loch anbringt als Achse, hat man ja dann schon sehr viel Holz verloren und es kann leichter brechen. Also 2 cm und dann sollte das gut funktionieren. Die Länge des Stoppers beträgt etwa 9,6 cm und der Mittelpunkt des Loches für die Achse ist etwa bei 3,7 cm.
Jetzt ist er wieder fertig montiert und das Weben kann losgehen. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr jetzt auch einen eigenen Webstuhl bauen wollt und könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!